Moin moin und hallo meine lieben Simracing-Freunde da draußen und willkommen zurück zu AS Simracing Liga TV, euer TV-Sender auf YouTube für unglaubliche, spannende, exklusive Simracing-Action in Automobilista 2. Meine Freunde, leider sitze ich alleine heute in der Kommentatorenkabine. Der Mike ist krankheitsbedingt leider ausgefallen und ich sage gute Besserung, mein lieber Mike. Das wird schon wieder. Ja, was hatten wir wieder am Samstag für ein unglaubliches Endo auf dem Nürburgring? Wir hatten 26 Fahrer am Start. Davon waren 5 LMDHs. Wir hatten 5 GTEs und 16 GT3s. Das Feld war voll. Wir mussten wieder ein bisschen hin und her tricksen, weil der Server wieder nicht so wollte, wie wir es hätten gerne haben wollen. Also gibt es eine Einführungsrunde, wo wir uns dann sortieren. Lasst euch deswegen nicht irritieren und dann geht das Rennen auch schon los. Und es war wunderschön, aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir springen in die wunderschöne Eifel zum Nürburgring und schauen uns das Rennen in der Broadcast-Version zusammen an. Auf geht's! So, da sind wir angelangt in der wunderschönen Eifel auf dem Nürburgring und ich würde sagen, wir springen einmal durch die Fahrer durch. Wir haben den Uri, wir haben den Old Gameboy, wir haben den Cesario, wir haben den Wakeflyer, wir haben den Erkan, wir haben den Lukas, wir haben den Tom, wir haben den Florian, wir haben den Janni, den Ernst Kano, René Fischer, Nufan neu bei uns in der Community. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start bei uns und ich hoffe, es passt alles. Wir haben den Wanni, wir haben den Kruchen, wir haben den Schreiber, wir haben den Wende, wir haben den Blues, wir haben den Ruki, wir haben den Friedrich, den Mats, den Weber, den José, den Heckwart, Wischnautzki, den Schwarzenberg und den Habacher am Start. Wundert euch nicht, das ist nicht die Qualifikationsaufstellung. Wir werden uns jetzt in der ersten Runde neu formieren, neu einordnen und nach der Einführungsrunde geht dann das Rennen los. Leider mussten wir dieses wieder tun, da uns der Server wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber wir lassen uns ja nicht unterbuttern. Das kennt ihr ja von uns, deswegen würde ich sagen, springen wir jetzt in die Action rein. So, und da sind wir auf der Strecke und die Ampel springt auf grün. Die Autos setzen sich jetzt langsam in Bewegung. Natürlich alles langsam und jetzt muss sich hier ein bisschen neu sortiert werden. Wobei natürlich die LMDHs die Spitze bilden. Gefolgt von Janni und Lukas im GTE. Dazwischen war eigentlich der Mats. Der müsste jetzt gleich noch irgendwo dazwischen auftauchen. Schauen wir mal, wo er bleibt. René Fischer heute auch sehr stark im Qualifying gewesen. Somit haben wir eine schöne Einführungsrunde. Heißt, die Reifen können ein bisschen warm gefahren werden. Somit kann gleich natürlich wesentlich besser attackiert werden. Mike Friedrich in der Corvette. Noch kurz vorm Quali-Ende von Schreiber geschoben. Nufan der Neue im Bunde. Bisschen abgeschlagen auf den letzteren Platz. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es ausschaut. Vorne in der Spitze. Der Cesario, der Leader, der das Rennen gleich freigeben wird. Ein schönes Bild.
durch die Vedol-Schikane einmal ganz, ganz langsam. Und jetzt in der letzten Kurve vor Startziel. Und jetzt kommt es drauf an. Und hier wird das Rennen jetzt freigegeben. Heidenei, da ist was los, meine Damen und Herren. Das Rennen ist freigegeben. Mats drückt sich am Old Gameboy vorbei. Oh, hier ist ein ganz, ganz großes Gerangel. Erste Kurve. Sieht gut aus. Kommen alle durch. Mats hat sich an Florian Langner und am Ernst Carlo vorbeigedrückt. Oh, hier, Schreiber muss weit gehen. Haben wir gerade gesehen. Kein Traumstart für einen Schreiber. Aber auch René Fischer ein bisschen zurückgefallen. Timo Wendel, starker Start. Gut durchgekommen. Konnte sich auf Platz 2 sichern der GT3-Wertung. Janni zurückgefallen. Kämpft sich jetzt hier wieder zurück. Am Mario Habacher vorbei. Er kann durch den Rückstau ein bisschen zurückgefallen, versucht jetzt hier sich durch das GT3-Feld wieder zu schlängeln. Was sehr, sehr dicht ist. Wird hier angeschoben vom Mike Friedrich. Wakeflyer das erste Mal in der Box. Wieso, weshalb, warum? Old Gameboy auch in der Box. Gab es da eine kleine Tuschierung? Friedrich. Oh, da kommt ein BMW. Oh, Friedrich wurde unsanft auf den Rennen genommen. Oh, bitter, bitter, bitter. Da ist ordentlich was kaputt. Das wird den Jungen ärgern. Ah, ärgerlich. Gucken wir auf die Spitze. Timo Wende Platz 2, gefolgt vom Mario Habacher. Und Timo Wende schiebt hier Ernst Zincano an. Aber auch Mats ist da im GTE-Sandwich, drückt den Lukas ordentlich an und wird verfolgt vom Florian Langner. Wakeflyer und Old Gameboy wieder zurück auf der Strecke. Hier aufgereiht wie eine Perlenkette. Jetzt in Turn 1 rein. GTE muss da ein bisschen früher bremsen wie GT3. Mats versucht's nicht. Aber ist dran. Aber Timo Wende in der Zeit am Ernst Zincano vorbei. Und jetzt drückt Mario Habacher. Klopft an am Ehren.
Schönes Dreiergrüppchen. Jetzt gesellt sich gleich noch der Erkan dazu. Im LMDH, der möchte nämlich noch vorbei. Ziemlich zurückgefallen. Versucht hier auf Nummer sicher zu gehen und versucht auch hier niemanden das Rennen zu versauen. Und dahinter hat sich auch eine schöne Gruppe gebildet. Wir haben den Rookie, wir haben den Blues. Da sehen wir sie. Und gefolgt vom René Fischer. Overall gerade Platz 13 für den René Fischer. Einmal zum einmal zum Friedrich schauen, der steht in der Box, geprügelter Hund, wird hier repariert. Aber auch für einen Schreiber, sehr weit zurückgefallen. Das war ganz sicherlich nicht so geplant. Hinterm Schreiber der Old Game Boy. Der sich zurückrunden muss, da er in der Box war, aber wartet hier geduldig. Nein, fährt in die Box. Erhebliche Probleme, würde ich sagen. Schwarzenberg. Immo-Wende. Schreiber nicht in Topform, würde ich sagen. Normalerweise fährt er da vorne mit. Mario Habacher. Dann musste sich der Wakeflyer zwischendrücken, zwischen ihn und Ehren. Beim Überholen. Geht jetzt am Ehren vorbei, der Wakeflyer. Aber Mario Habacher ein bisschen... Ja, Ehren kann sich ein bisschen absetzen, sagen wir es mal so. Nicht abgeschlagen, das wäre das falsche Wort. Aber beim Rausbeschleunigen ist natürlich GTE-Power ein bisschen mehr da. Dafür GT-Fahrzeuge wesentlich besser, also die GT3-Fahrzeuge besser auf der Bremse. Oh, hier wird sich interessant. Was haben wir den Rookie, den Blues und René Fischer? Schönes Grüppchen. Und die machen hier... Was machen die denn hier? Im Moment hintereinander herfahren. Da macht keiner Anstanden, irgendwie anzugreifen. Alles noch sehr, sehr sachte. Es wird sich hier ein bisschen beschnuppert. Nürburgring natürlich jetzt auch nicht gerade leicht zu überholen. Wir haben ja ein paar Kürfchen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist für mehrere Kurven. Kürfchen. Aber hört sich gut an. Platz 4 im Moment für einen Rookie. Ja, hier heißt es dann für einen Schreiber, würde ich mal sagen, aufholen. Jetzt auf Platz 19. Einen Platz könnte er schon gut machen. Am José ist er vorbei.
Heckwart. Gefolgt vom Kuchen und vom Wanni vor ihm. Also gefolgt vom Kuchen und vor ihm Wanni. Könnte sich auch ein sehr interessantes Dreiergrüppchen gleich bilden. Wir schalten einmal rein zum Timo Wende. Der hier ordentlich, ja, Strecke macht. Vor ihm Janni, Florian Langner, Mats hat er auch noch im Blick. Und den Lukas. Im letzten Umlauf war er sogar schneller wie Mats. Und Schreiber in der Zeit nur auf Platz 19 unterwegs. Sollte eigentlich weiter vorne mitfahren. Muss hier jetzt ordentlich Gas geben, um das noch in irgendeiner Form aufzuholen. Sowas kennen wir gar nicht von ihm. Schauen wir mal. Florian Langner. Relativ weit vorne mit dabei. Im Moment Platz 2 für Florian Langner in der GTE-Wertung. Overall ist er Platz 7. Nach den letzten Rennen läuft es wohl besser heute für ihn. Hat den Mats vor sich. Ist ein bisschen schneller gewesen im letzten Umlauf wie der Mats. Wobei ich glaube, dass der Mats ein bisschen vom Lukas gerade ausgebremst wird. Es reicht aber nicht für den Mats, um dran vorbeizugehen. Er muss auf den Fehler warten vom Lukas. Wagen wird auf jeden Fall ordentlich breit gemacht, damit man auch im Rückspiegel schön gesehen wird. Mats Platz 1 in der GT3-Wertung. Muss jetzt aufpassen, dass nicht der Florian Langner noch attackiert. Das würde dann natürlich noch mehr Zeit kosten. Oh, hier kommt er weit. Ja, einmal nicht aufgepasst, da kommt die GTE-Meute. Und Mats musste die GTE-Meute vorbeilassen oder hat sie vorbeigelassen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Durchaus möglich, dass das die Taktik vom Mats war. So, hinter ihnen ist der Wischnautzki im wunderschönen Schnitzelalm Mercedes AMG, gefolgt vom Timo Wende. Also hier haben wir schon die erste Überrundung. Sieht auch nach Schaden aus. Lässt hier auch den Timo Wende passieren. Ich sage euch, ein wunderschönes Auto, der Mercedes. Einer meiner Favoriten, definitiv. So, jetzt Timo Wende dann hinter Mats und Mats nur mit einer 54 unterwegs.
Das ist definitiv ganz, ganz komisch. Aber was macht der Schreiber hier? Holt auf den Schwarzenberg. Fährt 1,53. Pierre Schwarzenberg fährt eine 2,1. Das sollte definitiv machbar sein. Und will dann natürlich auch an den Kuchen attackieren. Und jetzt schauen wir zum René Fischer, zum Blues und zum Rookie nochmal. Blues und Rookie konnten sich jetzt ein bisschen absetzen. Und hier kommt der Angriff vom Blues, oder? Nein, kommt er nicht. Laufen jetzt gleich auf einen Mario Habacher auf. Jetzt Angriff vom Blues. Nein. Hätte gedacht, er bremst sich da rein. Aber das riskiert er nicht. Oh, kommt hier ein bisschen mit dem Popo. Riecht das Auto hinten aus. Fährt hier nicht ganz die optimale Linie. Somit wieder ein bisschen Luft für einen Rookie. Für einen Rookie. Geistliche Verwirrung in meinem Alter ist normal, es tut mir leid. Aber er ist noch dran, er ist dran. Definitiv im Windschatten. Und wenn er den Porsche gleich richtig positioniert, dann könnte er angreifen. Denn der Lambo nach dem Update nicht mehr so stark auf der Geraden. Und da kommt der Angriff. Ai, nein, da wollte er zu viel. Gab es da eine Berührung? Oh, ärgerlich. Blues mit Dreher, somit Rookie und René Fischer sogar vorbei. Und René Fischer freut sich, der konnte nämlich am Rookie und am Blues vorbei und ist jetzt Richtung Mario Habacher unterwegs. Aber hier haben wir wieder das gleiche Bild. Blues und Rookie sind wieder on the road again. So, in der Zeit konnte sich der Schreiber schon am Kuchen und am Schwarzenberg vorbei schlängeln. Da gab es bestimmt ein paar Dreher, die nicht hätten sein sollen. Kuchen jetzt hinterm Schreiber. Ja, und dahinter sehen wir den Schwarzenberg. Ganz weit geht er. Da soll er nicht sein. Gefolgt von Heckwart. Heckwart greift jetzt Pierre Schwarzenberg an. Versucht es zumindestens. Ja, hier die bessere Linie. Muss jetzt natürlich ein bisschen weitergehen. Reicht nicht aus für den Heckwart. So, und in der Zeit schauen wir nochmal zum Timo Wende und zum Mats da vorne. Timo Wende fährt schnellere Zeiten wie Mats. Ein bisschen zumindest. 3/10. Und Mats hat eigentlich freie Fahrt. Aber hängt an den GTEs noch fest. Also er ist dran und die GTEs fahren auch leider nur 53er Zeiten. Ist das vielleicht der Grund? Müsste natürlich jetzt hier Florian Langner und Janni und sogar den Lukas gleichzeitig angreifen. Lukas stark auf der Geraden mit dem Porsche GTE.
So, schauen wir einmal auch zu unseren LMDHs. Die haben wir wieder nämlich ein bisschen vernachlässigt. Es tut mir leid. Cesario, starkes Rennen, gerade in Führung. Und man sieht da auch lange nichts. Da sehen wir den Uri mit einem passablen Abstand zum Cesario. Wir springen noch einmal zurück. Also wir reden hier von fast einer halben Strecke. Hat Cesario schon Vorsprung zum Uri. Dann haben wir den Wakeflyer, auch der ist relativ abgeschlagen, und unseren Erkan, der im Startgetümmel ein bisschen zurückgefallen ist und sich hier ordentlich zurückkämpfen muss, aber auch er erheblichen Rückstand zum Cesario. Also da ist hier vorne beim Lukas Janni es wesentlich enger und beim Florian Langner alle im Porsche unterwegs. Und da sehen wir auch den Mats, der hat sich in der Klasse vertan. Auch im letzten Umlauf der Timo Wende ein bisschen schneller, ein Zehntel schneller wie Mats. Kann natürlich sein, dass er hier von Florian Langner ein bisschen ausgebremst wird. Ich will es nicht sagen, aber es ist komisch. Mats noch weit weg von seinen Bestzeiten. Timo Wende. Wir schauen mal Richtung Mario Habacher und René Fischer. Mario Habacher hängt hier hinterm Wischnowski, lässt aber super Platz. Oh, dreht sich hier ein. Aber passiert nichts. René Fischer muss hier Platz machen für den LMDH. Springen wir weiter zurück zum Blues. Auch da, Rookie und Blues hat sich ein bisschen auseinandergelebt. Rookie konnte sich ein bisschen absetzen vom Blues, André. Ist wieder Richtung René Fischer unterwegs. Im Moment Platz 5 in der GT3-Wertung, und da steht René Fischer. Eingedreht. Kein Einschlag, kann gleich weiterfahren, hat ihn aber jetzt gerade 3 Plätze gekostet. Mario Habacher vorbei, nee, 2 Plätze, Rookie vorbei und der Blues André vorbei. Mit Schnauzki. Platz für den Blues gemacht. Und jetzt muss René Fischer sich gleich mit den Schreiber schon auseinandersetzen, denn der Schreiber ist auf Platz 15 overall. Fährt aber langsamere Zeiten wie René Fischer. Und ein bisschen Vorsprung hat René Fischer noch. René Fischer hier zu sehen. Jetzt kommt der Schreiber erst um die Kurve. Also seine 3 Sekündchen hat er noch. Mario Habacher am Ehrenrand. Ah, da bleibt er auch gut dran. Ehren ein bisschen Probleme, ne? Kann hier nicht so die Pace gehen, die normal ist. Aber wir haben gerade aus der Regie gehört, die Strecke ist sehr schmierig. Wird von den Fahrern beklagt. Also sie können nicht gänzlich ihre volle Pace gehen. Und das sieht man auch an den Zeiten, ehrlich gesagt.
Einmal zum Blues André und zum Rookie. Mit einem Respektabstand immer dabei. Gefolgt vom Wischnautzki. Und da haben wir René Fischer noch kurz gesehen im Bild. Biegen jetzt ab auf Startziel. Und das ist eigentlich die Königsdisziplin. Die Gerade müsste eigentlich wesentlich der Porsche eigentlich gut rankommen am Lamborghini. Das reicht wohl nicht aus. Vielleicht zu hohen Flügel eingestellt. So, schauen wir mal zum Mats. Der immer noch den Florian Langner vor sich hat. Und da haben wir den Timo Wende. Der gerne am Mats dranbleiben möchte oder sogar vorbeigehen möchte. Schauen wir zu den GTEs in der Spitze zum Lukas. Macht hier einen ordentlichen Job. Dicht gefolgt vom Janni. Janni versucht hier im LMDH-Windschatten was zu reißen, aber na. Lukas macht zu. Nufan hat das Auto zurückgezogen und hier haben wir den Weber. Weber war derjenige, der den Friedrich vorhin in der zweiten Runde abgeschossen hat. Müsste jetzt gleich Platz machen, wenn es geht, für die Spitze der GTEs. Schwierige Position hier gerade auf der Strecke Platz zu machen. Bleibt hier weit, lässt sie vorbei. Kann man machen. Somit Lukas Janni schon mal vorbei am Weber. Und dann kommt gleich Florian Langner und Mats. Kann natürlich auch sein, dass der Mats gerne gerade hinterm Florian Langner, ja, dann kommt der Angriff. Ich wollte gerade sagen, hier ein bisschen Taktik wollte ich gerade ausplaudern. Dachte, vielleicht bleibt der Mats extra hinterm Florian Langner, um Sprit zu sparen, um noch länger draußen zu bleiben, um dann einen kurzen Boxenstopp anzustreben. Denn der Porsche ist ja sehr, sehr sparsam. Das haben wir ja schon öfters jetzt gesehen in den ganzen Endus. Und da kann man sich natürlich ein paar Sekündchen sparen in der Box. Auch in so einem 90-Minuten-Rennen. Und wenn er hier froh und munter hinterm Florian herfährt, spart er natürlich durch den Windschatten Sprit. Ja, aber jetzt ist er vorbei. Und da sehen wir Timo Wende im Audi. Schauen wir einmal zum René Fischer. Schneller wie der Schreiber, der hinter ihm ist. Letzter Umlauf eine 54, Schreiber eine 53. Diesmal war der Schreiber schneller.
Und wir schauen einmal zum Friedrich, der auf Platz 24 gerade liegt. Natürlich ganz bitter. Zweite Runde Crash ist in dieser Saison auch sehr, sehr gebeutelt. Also hat sehr, sehr viel Pech. Ist oft in Unfällen involviert, für die er nichts kann. Wischnautzki. Platz 23 overall. Weber. Wird jetzt hier attackiert von Florian Langner. Also Überrundung. Müsste hier eigentlich jetzt mal ein bisschen vom Gas gehen lupfen, weil ist Blue Flag. Sollte man die Leute vorbeilassen. Gibt es eine unsanfte Touchierung mitten. Timo Wende. Der das wahrscheinlich nicht eingesehen hat, dass da nicht mal gelupft wurde. Aber ohne erkenntlichen Schaden. Sollte man auf jeden Fall versuchen, immer Platz zu machen bei Blue Flag, weil hier sind Leute in Fight. So, und jetzt Timo Wende hinterm Florian Langner. Hier so einen kleinen Powerslide. (52, 4, 7, 6). Und Florian Langner dreht sich. Da haben wir es gerade gesehen. Florian Langner dreht sich. Ohne erkenntlichen Einschlag. Kann jetzt weiterfahren. Muss aufpassen, dass er den Wagen nicht verzieht. Und fällt hier ordentlich zurück. Mario Habacher und Ehren vorbei noch. Und hier haben wir noch den LMDH, den Old Gameboy, der hier gar nichts eigentlich zu suchen mehr hat. Der hat overall nämlich Platz 12. Also auch er heute mit Problemen auf dieser Strecke. Geht jetzt hier am Florian Langner vorbei. Und da haben wir Mario Habacher und Ehren. Und da hinten haben wir noch den Rookie und den Blues André schon wieder. Die haben sich auch schon wieder langsam gefunden. Also überall haben wir so ein paar Grüppchen, die noch nicht ganz einig sind, auf welchem Platz sie eigentlich zu stehen haben. Schreiber kann auch aufholen auf dem René Fischer. Schauen wir mal den Abstand. René Fischer. Noch gefolgt vom Wischnautzki. Da haben wir den Schreiber gerade gesehen. Sind immer noch so 2-3 Sekündchen, würde ich sagen. Also wir sehen es ja auch hier rechts auf der Karte, ordentlich viel los auf der Strecke. Kuchen. Oh, ist auch ein bisschen abgeschlagen. Overall Platz 17 und 16 ist auch ein Stückchen weit weg. Jetzt gerade im Schumacher S.
Wischnautzki. Noch am Florian, noch am René dran. So, und da sehen wir wieder den Schreiber. Also man sieht sie im Bild, der Schreiber holt, glaube ich, auf. Mal schauen, was sagen die Zeiten. Wo sind sie denn da? 53,5 zu 53,2. Also so langsam nähert sich der Schreiber den René Fischer. Und so langsam wird es auch in den Köpfen der Fahrer rattern und bei der Boxencrew, was die Boxenstopp-Strategie angeht. Denn hier kannst du einiges rausholen mit einem gescheiten Boxenstopp. Mario Habacher immer die ganze Zeit hinterm Ehren unterwegs. Kann dann natürlich auch wieder ein bisschen Sprit durchsparen. Und jeder Tropfen Sprit kostet Zeit, ne? Wenn er den nachtanken muss. Unser Rookie. Und da sehen wir ihn. René Fischer. Rookie 54,756 im letzten Umlauf. Und René Fischer. 53,3. Definitiv schneller. Aber hier ist irgendwas verkehrt. Blues André jetzt auch abgeschlagen. 2,7. Da gab es einen Unfall. Da gab es eine Drehung oder so. Hat jetzt den Schreiber im Nacken. Also Schreiber sehr gut durchgekommen von ganz hinten, relativ hinten. Wieder vorgekämpft. Wir hatten ja Platz 20 für einen Schreiber am Anfang. Overall. Kämpft sich jetzt Richtung Spitze wieder zurück. Alle Probleme ein bisschen auf dieser Strecke. Da muss man natürlich dann schauen, seine Fahrweise anpassen. Und schauen, was geht vor allen Dingen. Man sieht immer beim Kurvenausfahrt, dass der Porsche ein bisschen rutschig wird hinten. Beim Blues. So, Mats, der erste im Bunde der GT3s in der Box, läutet also das normale Boxenstoppfenster ein. Dann schauen wir mal, was die Konkurrenz macht. Sehr früh für einen Porsche. Hätte definitiv bestimmt noch länger draußen bleiben können. Geht René Fischer vorbei am Mats? Geht da. Somit Platz 3. Natürlich Boxenstopp unbereinigt. Hier wird Mats jetzt ein bisschen durchgereicht. Auch Schreiber und Blues André konnten vorbeigehen. Kuchen auch noch. Aber fährt jetzt wieder raus. Oh, rutscht hier ordentlich der Blues. Also hinten auf der Achse ordentlich rutschig für einen Blues André. Das wird denen gar nicht gefallen. Das kostet nämlich Zeit. Jeder Rutscher kostet jetzt wertvolle Zeit. Und jetzt ist Schreiber dran. Im Windschatten. Müssen nur schauen, was er daraus macht.
müsste der Wakeflyer sein. Nee, Entschuldigung. Der Cesario. Mann. Ich brauche da einen dicken Schriftzugsnamen drauf. Oder ich muss für die Wiederholung die Namen einblenden. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Oh, jetzt, hier, wir haben es gerade gesehen. Schreiber in die Box und das ganz schön schnell. Gibt hier nochmal ordentlich Gas. Geht das gut? Geht gut. Ganz schnelle Boxeneinfahrt. Also jetzt Schreiber in der Box, versucht sein Glück. Somit Blues. Da wurde der Druck jetzt erstmal weggenommen. René Fischer. Timo Wende führt das Feld jetzt an im GT3. Also jetzt werden alle Karten doch mal neu gemischt. Sehr, sehr spannender Moment immer, wenn die Leute in die Box gehen. Einmal wieder aus der Box raus. Overall Platz 19. Und da sehen wir hinten den Friedrich hinterm Heckwart. Muss aber leider noch sich zurückrunden. Schauen wir mal zum Mats. Hier im Schumacher S. Ehren und Florian Langner, beide gleichzeitig in der Box. So, da müssen wir. Da schauen wir mal. Das wird spannend. Wann gehen die Jungs wieder raus? Ehren früher runter. Fährt auch früher los. Mario Habacher. Florian Langner steht lang in der Box. Immer noch in der Box. Fährt jetzt erst raus. Und da kommt Schreiber. Und jetzt mit den kalten Pellen wird Florian Langner nicht lange dagegenhalten können. Azaria. Da geht Schreiber, drückt sich da vorbei. Auch der Lukas jetzt an der Box. Somit Janni Führung für die GTEs. Aber Janni muss natürlich noch in die Box. Die Frage ist, geht er jetzt gleich in die Box? Oder wartet er noch eine Runde? Schauen wir zum führenden Timo Wende. Und auch Timo Wende muss noch in die Box. Genauso wie Habacher und Rookie, René Fischer, Blues. All die Jungs müssen noch in die Box. Kuchen jetzt in die Box. Oh, da steht ein Schwarzenberg. Kuchen jetzt
Entschuldigung, Kuchen jetzt in die Box. Da müssen wir mal gucken. Heckwart, Schreiber. Biegen jetzt auf Startziel ein. Kuchen steht noch. Somit geht. Kuchen fährt jetzt los. Schreiber geht aber dran vorbei. Jetzt ist er vorbei. Wakeflyer von den LMDHs auch in der Box. Und Timo Wende bleibt noch eine Runde draußen. Mario Habacher. Bleibt auch noch draußen. Ruki bleibt auch noch draußen und René Fischer. Ein bisschen abgeschlagen hier. Bleibt draußen. Porsche sehr sparsam, kann den Boxenstopp extrem weit hinauszögern. Haben wir den Blues André und den Lukas. Und wird gleich bestimmt attackiert vom Lukas am Blues André. Ja, drückt sich hier innen und hat so viel Schwung, dass er sich hier vordrücken kann. Vielleicht hat auch Blues André ein bisschen gelupft, damit da nichts passiert. Er kann auch in der Box. Das ist Heckwart an der Box. Und da geht Schreiber und Florian Langner dran vorbei. Und die Spitze. Im Moment Timo Wende im Audi. Hat noch keine Lust. In die Box. Auch Mario Habacher geht noch nicht an die Box. Nicht zu verwechseln, das ist René Fischer. René Fischer auch noch nicht in die Box. Oh, kommt hier ziemlich weit. Hat sich jetzt hier alles ein bisschen wieder auseinandergezogen. Wir gehen jetzt einmal kurz durch. Wir gehen an beim Friedrich, der Aufholjagd macht, betreibt. Richtung Wischnautzki unterwegs. Hat aber Wischnautzki noch ordentlich Vorsprung. José haben wir auf Platz 22 overall. Heckwart, der auch im Fischer Porsche sitzt, gerade. Deswegen ein bisschen verwirrend gerade auf der Strecke. Und Weber. Platz 20 overall. Janni jetzt gerade in der Box, sehe ich gerade. Ganz wichtige Info für die GTE-Fans. Da ist es jetzt interessant. Wir gehen einmal zu schnell zum Lukas und einmal auf Janni schauen, wie es sich da ausgeht. Wer den besseren Stop macht. Lukas ein bisschen wird hier aufgehalten, aber biegt jetzt auf Startziel ein und zieht am Janni
vorbei. Janni jetzt wieder runter und fährt jetzt los. Und Lukas am Janni wieder vorbei. Und wir haben auch gesehen, gerade der Jeruki ist in die Box eingekehrt. Und da ist dann natürlich wieder interessant Mats. Ja, Mats geht locker dran vorbei. Und da können wir dann natürlich auch schauen. Schreiber am Rookie. Schafft er das noch? Hat noch ordentlich Strecke zu fahren. Florian Langner schon wieder am Schreiber vorbei. Rookie steht noch. Schreiber jetzt. Startziel. Rookie steht immer noch. Jetzt fährt er los. Das wird eng. Schreiber. Rookie. Hier ist Florian Langner zu sehen und Schreiber geht dran vorbei am Rookie. Somit einen sehr guten Boxenstopp hat der Schreiber gemacht. Konnte hier jetzt schon ein paar Plätze gut machen. Durch einen Boxenstopp. Ist jetzt wieder zurück auf Platz 4 der GT3-Wertung. Dann hätten wir noch unseren Mario Habacher, Blues André und Timo Wende, die alle noch in die Box müssen. Die Frage ist natürlich nur, wann. Oh, erhebliche Probleme gerade. Mario Habacher kommt hier ein bisschen im Rutschen. Und auch ein René Fischer muss noch in die Box. Den haben wir gerade vergessen bei der Aufzählung. Also die Spitze hier vorne muss alles noch in die Box. Mats hängt hier hinterm Janni. Oder ist am Janni dran? Nö, hinterm Wischnauski. Oh, Janni ist noch ein bisschen vor ihm. Aber kommen wir zurück zur Spitze. Was macht die Spitze? Wann geht die Spitze in die Box? Timo Wende geht jetzt in die Box. Auch schnell durch die Box gefahren. Und Mario Habacher geht noch nicht in die Box, zieht jetzt am Timo Wende dran vorbei. Und auch unser René Fischer. Schauen wir mal, was macht er? Fährt noch eine Runde, wird hier gefolgt vom Blues André. Da sehen wir den Janni. Dann kommt der Mats. Mats drückt sich an. Timo Wende wieder vorbei? Fragezeichen. Ja, der reicht locker aus. Timo Wende fährt jetzt wieder los. Ja, das reicht sich nicht aus für einen Schreiber. Da kommt er nicht dran. Guter Boxenstopp für einen Timo Wende. Mats leider noch dran vorbeigegangen. Und das sogar mit einem respektablen Vorsprung noch. Somit führen da jetzt gerade Boxenstopp unbereinigt Mario Habacher im Lamborghini.
Und eine sehr stabile Performance liefert er hier ab. Geht jetzt in die Box. Mario Habacher jetzt in die Box. Somit wird wahrscheinlich René Fischer jetzt die Führung übernehmen, weil ich glaube nicht, dass er in die Box geht. Nö. Und auch Blues André geht noch nicht in die Box. Unsere spritsparenden Porsche sehen es noch nicht ein, in die Box zu gehen. So, Mats geht natürlich lockerflockig am Habacher vorbei. Timo Wende biegt jetzt auf Startziel. Auch er wird lockerflockig am Mario Habacher vorbeigehen. Und der nächste wäre dann von der GT3-Riege Schreiber. Aber das sehe ich nicht. Das sehe ich ganz und gar nicht. Mario Habacher wieder raus auf der Strecke. Das war ein sehr, sehr kurzer Boxenstopp. Ob da alles gut gegangen ist? Fragezeichen. Das war ultra schnell. Für ihn im Moment Platz 4. Overall Platz 11. René Fischer und Blues André. Die beiden müssten noch mal in die Box. Wenn sie denn möchten. Falls ihr möchtet, ist es für mich auch okay. Aber nein. Beide noch nicht. Schreiber. Hängt hier hinterm Florian Langner. Und geht gute Zeiten. 52,7 im letzten Umlauf. Zweiter Stint liegt ihn definitiv besser. Bessere Zeiten. Mario Habacher nochmal in der Box. Also ist meine Vermutung richtig gewesen. Da war irgendwas falsch beim Boxenstopp. Fährt hier das zweite Mal in die Box. Das ist natürlich bitter. Somit hat natürlich jetzt Schreiber die Chance, nochmal dran vorbeizugehen. Und hier sehen wir ihn schon. Startziel, biegt er ein mit dem Florian Langner. Ja, und geht am Mario Habacher vorbei. Jetzt. Somit Platz 4 der GT3-Wertung geht an André Schreiber. Aber auch ein René Fischer und ein Blues André müssen ja noch in die Box. Und hier sehen wir René Fischer und Janni, oder? Janni attackiert René Fischer. Und kann sich auch hier vorbeidrücken. Und jetzt hier René Fischer. Naja. Ich dachte, da kommt ein Konter. René Fischer. Nein, möchte immer noch nicht in die Box. Aber Blues André möchte in die Box. Blues André jetzt in die Box und dann gucken wir natürlich Mats. War ja fast dran. Geht natürlich hier wieder vorbei. Timo Wende. Biegt jetzt hier auf Startziel ein. Ja, geht hier locker vorlockig am Blues André vorbei und hier müssen wir dann zum Schreiber schalten. Ist jetzt hier kurz vor der Vedol-Schikane. Nee, Entschuldigung, nach der Vedol-Schikane. Oder? Wo sind wir denn? Nein! Mann!
Habt doch recht. Hier sind wir doch. Vidol-Schikane. Luis André fährt jetzt wieder los. Das wird knapp. Das wird knapp. Kann jetzt wieder auf den Stempel treten. Schreiber hier. Start, Ziel. Luis André um die erste Kurve. Ah, das wird sich nicht ausgehen für den Schreiber. Aber hat sich ordentlich rangearbeitet. Jetzt Luis André natürlich kalte Reifen. Vielleicht geht da noch was. Und jetzt springen wir natürlich zum René Fischer. Denn wir wollen wissen, wann René Fischer in die Box geht. Jetzt geht René Fischer in die Box. Und auch ordentlich schnell in der Box. Aber genau richtig. Du musst die Boxeneinfahrt sehr schnell nehmen, damit du hier auch nicht zu viel Zeit verlierst oder noch am besten Zeit gut machen kannst. Ja, Mats natürlich schon vorbei am René Fischer. Ohne Probleme geht der Timo Wende noch vorbei. Natürlich geht Timo Wende auch dran vorbei an René Fischer. Luis André. Wer der Nächste, der René Fischer schlucken könnte. Jetzt in der Vidol-Schikane. René Fischer wieder runter und auf. Und davon. Ja, fährt los. Kann jetzt Gas geben. Also es wird sich nicht ausgehen für einen Luis André und für einen Schreiber. Sehr kurzer Boxenstopp. Das wird heißen Boxenstopp. Also Reifen wechseln plus ja maximal 40 Liter. Und das ist der kürzeste Boxenstopp, den sie machen können. Das geht natürlich nur mit einem geringeren Verbrauch. Da ist der Porsche definitiv ganz, ganz stark. Aber hier doch mit der Ehren am Fischer vorbei. Und Luis André wird hier verfolgt. Vom Florian Langner und vom Schreiber. Und da bildet sich langsam wieder ein schönes Dreiergrüppchen. Mal schauen. Das ist GT3 gegen GTE gegen GT3. René Fischer durch diesen grandiosen Boxenstopp auf Platz 3 im Moment. Der GT3-Wertung overall Platz 10. Luis André, wo wir gerade drauf sind, ist Platz 4 in der GT3-Wertung. So, jetzt Luis André. Sollten die Reifen wieder warm sein? Da kommt kein Angriff von Florian Langner. Rookie. Mario Habacher. Sehr starke Fahrer. Leider jetzt ein bisschen zurückgefallen. Mario Habacher natürlich durch diesen zweiten Boxenstopp viel Zeit verloren. Weber. Und jetzt schauen wir Friedrich. Friedrich konnte sich jetzt schon am Wiedenschnauzki vorbei drücken. Ist jetzt auf dem Weg Richtung Heckwart. Heckwart auch im Fischer Porsche unterwegs. Biegt jetzt ab Richtung Vidol-Schikane.
Und Mike Friedrich, ja, noch gute 6, 7 Sekunden entfernt. Timo Wende, Platz 2. Springen wir einmal zum René Fischer und zum Blues André. Mal gucken, wie es da ausschaut. So, das könnte hier noch ganz schön interessant werden. Also Blues André, Florian Langner, Schreiber. Da bleiben wir jetzt mal drauf. Und gehen mal in die Mitte zum Florian Langner. Und das Wetter, ja, wir schauen mal auf das Wetter. Das Wetter, es wird kälter und es wird bewölkter. Soll da nicht noch vielleicht Regen kommen? Das wäre es ja noch. Jetzt hier in den letzten Minütchen hier oder in den letzten... Was haben wir denn? 25, 30 Minütchen noch Regen? Fragezeichen. Es ist auf jeden Fall sehr bewölkt. Diesig, würde ich sagen. Luis André kann sich hier ein ganz klein bisschen absetzen vom Florian Langner und auch vom Schreiber. Luis André ein bisschen schneller, auch im letzten Umlauf 52,3 und Florian Langner, Schreiber, alles eine 52,8, was definitiv nicht langsam ist, aber es reicht nicht aus, um am Blues zu bleiben. Und der Blues, da haben wir es gerade gesehen, schließt langsam auf seinen Porsche-Kollege René Fischer. Also all das staucht sich jetzt hier so langsam zusammen. Jetzt sehen wir sie alle auf ein Bild. Ehren, Fischer, Blues, Langner, Schreiber. Da bahnt sich was an, meine Freunde. Da bahnt sich noch was an. Taktgeber im Moment der Ehren. Rundeneinbruch vom Timo Wende mit einer 54,1 nur. Kann natürlich sein, dass es da mit den LMDH Schwierigkeiten gab. Ich weiß es nicht. Platz 2 für ihn in der GT3-Wertung. Overall Platz 8. Kommt der Cesario. Wartet hier schön auf das Startziel, damit er überrunden kann. So, gehen wir mal zu unseren Powergrüppchen hier. Was haben wir denn? Fünfergrüppchen. Was sich immer näher annähert. Mein Gott, annähert. Was sich immer annähert, mehr annähert. Ja, das wollte jetzt gerade nicht in meinen Kopf rein. Schönes Bild eigentlich. Jeder hofft wahrscheinlich auf einen Fehler vom anderen. Oh.
Alles noch im grünen Rahmen für Florian Langner. Und Schreiber schneller wie Florian Langner. 3 Zehntel im letzten Umlauf. Also Schreiber holt ein bisschen auf. Luis André, René Fischer und Ehren. Wir schauen jetzt gleich mal auf die Zeiten von allen. Angefangen natürlich mit Ehren, aber auch Timo Wende wieder im letzten Umlauf. Schwierigkeiten, wieder. Mike Friedrich geht jetzt in die Box, sein planmäßiger Boxenstopp. So, jetzt haben wir Ehren. 53,1. René Fischer 52,7. Definitiv schneller wie Ehren. Muss hier ausweichen, Da Blues André gibt's einen Crash. Und René Fischer kriegt auch noch einen ab. Ei! Da haut sich die Spitze selber raus. Da kommt Florian Langner. Schreiber hinterm Ehren. Drückt er sich noch vorbei. Drückt sich am Ehren vorbei. Jetzt am René Fischer. Florian Langner schon vorbei. Ei, was war denn das? René Fischer eigentlich alles richtig gemacht. Außen rumgegangen und trotzdem einen abbekommen. Da gab es einen Gegenpendler. Da stand man nicht auf der Bremse, glaube ich. Da ist der Wagen zurückgerollt. Jetzt hier natürlich alles neu gemischt. Der Glück hatte, Blues André, konnte sich hier gut durchschlängeln, hat aber einen Titscher abbekommen. Florian Langner, dicht gefolgt vom René Fischer, dicht gefolgt vom Schreiber. Da sehen wir den Ehren, alle gerade auf dem gleichen Bild. Alles ganz, ganz eng hier. René Fischer greift jetzt gleich. Greift er an. Florian Langner mit ein paar Problemen hier. Angriff vom Schreiber. Nein, zieht zurück. Ist jetzt hier im Fight. Vorne und hinten Schreiber. Muss aufpassen, was hinter ihm ist. Aufpassen, was vor ihm ist. Jetzt hier auf der Geraden natürlich der GTE klar im Vorteil. Drückt sich jetzt hier innen. Geht auch wahrscheinlich dran vorbei. Kommt der Konter. Oh, Schreiber ganz eng die Kurve genommen. Konter am Ehren. Jetzt natürlich hier wesentlich mehr Strecke, aber ein bisschen mehr Schwung. Muss hier aber Ehren vorbeiziehen lassen. Hey, das wird ja hier nochmal richtig spannend. Jetzt kommt noch ein LMDH dazu. Der hier durch dieses Vierergrüppchen muss. Die aber alle im Fight sind. Denn hier geht es um Platzierung, Gesamtwertung und natürlich auch Klassenwertung. Blues André abseits der Strecke. Einschlag. Nein. Wagen konnte aber noch fangen. Aber das ist definitiv linke Seite Aufhängungsschaden. Florian Langner jetzt am Blues André dran. Und auch René Fischer Ehren. Alle sind sie dran.
Und der kleine LMDH denkt sich, nein, ich will hier nicht hin. Natürlich gerade ganz schlechtes Timing. Timo Wende wieder. Ganz erhebliche schlechte Zeit. 55. Hat er zu wenig Sprit dabei, der Junge schon wieder? Luis André. Also wenn Timo Wende jetzt hier nicht langsam aufpasst, dann muss er noch aufpassen auf seinen Platz 2. Dann ist er auch noch in Gefahr. Luis André, Florian Langner, René Fischer, LMDH kommt nicht vorbei. Vielleicht jetzt? Reicht immer noch nicht aus. Ganz schwierige Situation gerade hier. Alle am Maximum. Ehrenschreiber. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Hier wird uns ganz großes Kino nochmal zum Schluss geboten. Alle durch die Vedol-Schikane, da geht der Ehrenweit. Schreiber konnte ausweichen. Gute Reaktion. Luis André mit Schaden. Kommt der Angriff von Florian Langner gleich. Versucht hier natürlich noch alle hinter sich zu halten. Das ist nämlich bitter. Da wird es dann nämlich ganz nach hinten durchgereicht. Muss sich hier ordentlich breit machen. Muss alles geben. Und wir sehen an den Zeiten, der Junge hat Schaden. Florian Langner. Der Fischer steht den im Kofferraum. Schumacher S hier. Hier heißt es gerade höchste Konzentration. Für alle. Kein Fehler machen. Florian Langner macht den Fehler, war auf Rasen, wird hier durchgereicht. Alle dran vorbei. Hinterm Schreiber muss er sich einsortieren. Jetzt natürlich auf der Geraden, schneller wie die GT3s. Mal gucken, ob der Angriff, der Konter kommt am Schreiber. Ehren probiert's am Fischer. Drückt sich hier innen. Fischer muss passieren lassen. Auch der Schreiber geht vorbei am Fischer. Fischer Konter. Schreiber kann sich behaupten noch. Auch Florian Langner drückt sich, glaube ich, noch vorbei. Schreiber, Langner. Oh, da gibt es einen ordentlichen Check vom René Fischer an Florian Langner. Ungefähr so wie, gib mir mal ein bisschen Platz, hier ist die Strecke zu Ende. Musste aber passieren lassen. Jetzt Schreiber am Ehren und hinter ihm Florian Langner.
Dicht gefolgt Florian Langner vom René Fischer. Was macht Blues André? Blues André kann die Meute noch in Schacht halten. Die Frage ist natürlich, wie lange? 54er Zeiten sind keine Traumzeiten. Hier kommt der Angriff. Rasen für Blues. Touchierung. Konnte der Wagen aber noch halten, aber hier ist es wild, ganz wild. Schreiber in Führung. Na, zu dritt in die Vidol-Schikane, da muss der Schreiber Not-Exit gehen. Florian Langner. Jungs, was sehen wir hier? Heidenei. Ganz großes Kino, hier schenkt sich keiner was. Oh, gut aufgepasst wieder vom Schreiber. Oh, hier wird's eng. Da gibt's eine Berührung. Blues André dreht sich. Schreiber kickt ihn raus. Hier sind ja überall Autos. Oben, unten, rechts, links. Überall. René Fischer am Schreiber wieder vorbei. Am Florian Langner vorbei. Blues André kann weiterfahren. Ach, ärgerlich. Aber Timo Wende, wieder mit 52er Zeiten, hat sich hier, glaube ich, wieder berappelt. Lukas nochmal in die Box. Das ist auch nicht normal. Puh, das war Action. Timo Wende, Fischer. Kann sich jetzt hier ein bisschen absetzen vom Getümmel. Florian Langner, Schreiber, da glaube ich, haben es noch nicht ganz ausgemöckelt, wer da vor einen sein soll. Im Moment Platz 4 für einen Schreiber, dicht gefolgt vom Ehren. Mei, mir ist warm. Was war das denn? Was haben wir hier gerade gesehen? Unglaublich, ganz großes Kino. Zu dritt durch die Vidol-Schikane. Wer kommt denn auf diese schwachsinnige Idee? Hier noch der Cesario. Führender der LMDHs muss sich hier natürlich auch noch irgendwie durchmogeln. Wartet hier auf die Gerade, geht ganz gut. Timo Wende, 53er Zeiten. René Fischer. Schreiber am Langner vorbei. Ich habe es ja gerade noch gesagt. Die haben es noch nicht ganz. Overall Top 10 für einen Schreiber somit. Platz 4 immer noch in der GT3-Wertung. Der müsste nämlich den Fischer knacken. Aber Fischer gibt hier ordentlich Gummi, gibt hier ordentlich Gas. Möchte sich ein bisschen freischwimmen. Es war aber auch gerade ziemlich heiß. Leidtragender leider der Blues André. Timo Wende an der Box. Also, Bestätigung, zu wenig Sprit. Jetzt ist die Frage, René Fischer, schafft er das? Jetzt hier in der Vidol-Schikane. Jetzt letzte Kurve vor Startziel, Timo Wende. Ganz kurzer Boxenstopp, nur 3-4 Liter rein, oder? René Fischer, Timo Wende fährt jetzt wieder los. René Fischer auf der Geraden. Jetzt Startziel. Timo Wende darf jetzt wieder Gas geben. René Fischer geht an Timo Wende vorbei. Schreiber. Reicht es aus für Timo Wende?
Nein, reicht nicht aus. René Fischer, Platz 2. Kurz vorm Ende. Timo Wende hat den Schreiber im Nacken. Hat er zu wenig Sprit dabei gehabt. Sowas ist ärgerlich. Einen Platz damit eingebüßt. Und hier geht es jetzt natürlich noch um Platz 3 bei Timo Wende und Schreiber. Jetzt gibt es noch eine Überrundung. Kommt an beiden vorbei. Nein, muss ich da dazwischen drücken. Ganz, ganz schlecht im Zweikampf natürlich sind die beiden gerade. Drückt sich nochmal dazwischen. Ui. Das kostet Zeit natürlich für einen Schreiber. Die Frage ist, schafft Schreiber noch Timo Wende einzuholen? René kann sich hier gut ein bisschen absetzen. Jungs, fahr das Ding nach Hause. Platz 2 für René Fischer. Ganz stark, ganz stark. Timo Wende Platz 3 im Moment. Dicht gefolgt vom Schreiber. Luis André leider mit Schaden, fällt ein bisschen zurück. Muss jetzt aufpassen, dass der Kuchen ihn nicht noch schluckt. Timo Wende nochmal. Schreiber. Schumacher S. Ja, jetzt willst du natürlich auch nicht wegschmeißen. Hoffst auf einen Fehler vom anderen. Aber das wird bei Timo Wende wahrscheinlich nicht passieren. Sehr stabiler, guter Fahrer. Kuchen, Blues. Beides hier sehr spannend noch. Jetzt hier Startzielschaum bei Blues und Kuchen. Schafft der Angriff der Kuchen im Windschatten? Der will ihn natürlich. Der will ihn. Da kommt der Angriff. Ist vorbei. Kommt auch kein Konter. Nein, das Rennen ist zu Ende. Mann. Leute. Das Rennen ist zu Ende. Ich hab's verpennt. Oh mein Gott. Heidenei. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Gratulation an Mats, Platz 1 und René Fischer, Platz 2. Jetzt müssen wir mal in die Zentrale schalten, um zu schauen, wie die Platzierung überhaupt ist. Oh, meine lieben Freunde, was soll ich euch sagen? War das
spannend nochmal zu den letzten Minuten. Unglaublich großes Kino, was die Jungs uns da am Ende beschert haben. Blues André, René Fischer, Ehren, Florian Langner, Schreiber und natürlich am Ende noch der unerwartete Boxenstopp vom Timo Wende. Unglaublich. Wir kommen wieder zur Platzierung. Die blende ich euch hier wieder ein und wir gehen jetzt einmal schnell durch. Wir haben bei den LMDHs auf Platz 1 Cesario, dann den Wakeflyer, dann den Old Gameboy, dann den Erkan. Gratulation ans Podium in dieser Klasse. Dann haben wir die GTEs. Janni auf Platz 1, der Lukas auf Platz 2, der Ernst Incano auf Platz 3 und Florian Langner auf Platz 4. Auch dort Gratulation ans Treppchen. Extrem gute gefahren, alle. Kommen wir zur GT3-Wertung. Da ist natürlich Mats auf Platz 1, Gratulation. Der René Fischer auf Platz 2. Chapeau. Wirklich gut gefahren. Eine extrem starke Pace. Von Rennfahrer zu Rennfahrer richtig, richtig gut. Timo Wende Platz 3, leider den Platz 2 weggeschmissen, da er zu wenig Sprit dabei hatte. Folgt mir mehr für Tipps. Einfach mal 10 Liter mehr Sprit einpacken. Aber gib mir einen Follower. Timo Wende Platz 3, André Schreiber Platz 4, Blues André Platz 5, Kruchen Platz 6. Der Rookie Platz 7, Mario Habacher auf Platz 8, Entschuldigung. Der Servani auf Platz 9 und Thomas Wischnowski auf Platz 10. Gratulation da ans Treppchen und an alle Top 10 Fahrer. Leider Mike Friedrich auf Platz 11, Heckwart auf Platz 12, der Stefan Weber auf Platz 13 und José auf Platz 14 und P. Schwarzenberg auf Platz 15. An alle Fahrer, die mitgefahren sind. Ganz, ganz großes Kino wieder. Ich danke euch vielmals. Das hat mir wieder richtig Spaß gemacht, mit euch zu fahren und das auch jetzt hier nachzukommentieren. Es war unglaublich. Es war spannend, fand ich. Von vorne bis hinten. Und ja, was soll ich noch sagen? Wenn du noch nicht bei uns in der Community bist und trotzdem es möchtest, dann schau mal in der Videobeschreibung nach. Da steht alles drin, was du wissen musst. Und dann kommst du zu uns in die Community und fährst vielleicht beim nächsten Rennen da mit und bist vielleicht in der nächsten Saison mit deinem eigenen Team am Start. Ja? Hört sich gut an? Dann komm doch mal zu uns, ja? Und wir fahren nicht nur Automobilista 2, wir fangen jetzt gerade auch ein bisschen an mit LMU fahren. Und da kannst du natürlich direkt bei uns mit durchstarten. Wenn euch das jetzt hier alles gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da und ein Däumchen. Achso, ist ja der Like, ne? Also ein Däumchen und ein Abo und das würde mich natürlich freuen. In dem Sinne sage ich danke euch für euren Support, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.